Ding halt sauber aufgebaut, dass es eben funktioniert. Und dass es fährt und vor allem durchfährt. Und halt immer geguckt, dass da halt nichts kaputt fährst, weil wenn irgendwas kaputt war, dann war eigentlich die Saison vorbei. Also gerade im ersten Jahr war ich nicht Mitte des Jahres 16 geworden und dann haben wir da angefangen. Und ich werde es nicht vergessen, wo wir da zum ersten Rennen hingefahren sind mit unserem alten, ausgeliehenen VW-Bus, Transporter mit so einem Uralt-Hänger. Und wir haben dann im Anhänger drin geschlafen. Also war nichts mit Hotel oder auch Wohnmobil, wäre ja schön gewesen. Sondern dann bin ich unter der Zeltplane halt gepennt. Und die haben uns eingewiesen auf Fahrerlager und dann fährst du halt an diesen Sattelauflegern vorbei, wo halt alle den Boden ausgelegt haben. 3 Autos stehen drin, jeder hat seinen Mechaniker, Teamkleidung. Und wir sind halt ins letzte Eck hinten ins Fahrerlager, haben da das Ding ausgeladen und die haben uns alle angeschaut, wie wenn wir vom Mond kommen würden oder so, weil wir eigentlich so eine Zweimann-Show waren. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und ich bin Carsten Ahn. Danke fürs Einschalten und heute gibt es mal wieder ein Vater- und Sohn-Interview, was ich ja immer ganz besonders charmant finde, wenn man aus der Rennerei ein Familienprojekt macht. Bei HP und seinem Sohn Marc Lieb war genau das der Fall und nicht nur stand die gemeinsame Schrauberei an den Rennwochenenden im Vordergrund, auch musste auf vieles verzichtet werden, um das Familienprojekt Motorsport auf die Schiene zu bringen, was in diesem Fall zum Glück gelungen ist. HP ist beruflich übrigens fast zeitlebens dem heißgemachten Porsche verbunden gewesen, denn er war bei den Edeltunern Ruf, Techart und Gemballa angestellt. Trotzdem war bei Marc der Motorsport immer nur ausgedehntes Hobby und das eher in Richtung Formelkarriere. Und um genau diese Anfänge soll es in dieser Folge gehen und wie Marc Lieb dann als Porsche-Werksfahrer entdeckt wurde, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß also mit HP und seinem Sohn Marc Lieb. Also ich glaube, du hast das Porsche-Virus in die Familie eingeimpft, würde ich mal sagen, oder? Ich habe es irgendwie in die Familie eingeimpft. Letztendlich aber war es mein Vater. Dein Vater war auch schon Porsche-Fan? War schon, und vor allem er war Auto- und Rennaffin. Und das Porsche-Gen habe ich eigentlich vom alten Porsche-Rennfahrer Rolf Fischer aus Freudenstadt. Der ist Bergrennen gefahren. Aha. Und man hat so einen kleinen Reifenhandel gehabt und mein Vater hat für den gearbeitet. Ich dann später auch Reifen montieren und solche Dinge. Und da ist man dann halt ans Werk 1 ins Backsteintor gefahren und hat einen 2.2 S geholt nach Hockenheim. Und im 1800 TSA waren die 4 Dunlop-Yellow-Spot hinten drin. Und dann ist man nach Hockenheim und über den Rolf Fischer ist mein Virus eigentlich gewachsen letztendlich. Und über das Buch vom Neubauer Männer, Frauen, Motoren. Das lag bei uns zu Hause und das hat keine Ecken mehr und keine Kanten mehr und das hat man gelesen, bis einem schwindelig worden ist. Also, und durftest du mit dem BMW selber Hockenheim fahren oder nur mitfahren? Nein, da war ich ja noch 12 oder so. Ach so, okay, alles klar. Ja, da war ich ja noch Kind eigentlich. Gab es mal erste Versuche, dass du dir heimlich irgendwie ein Auto genommen hast und schon mal so ein paar schnelle Kurven versucht hast? Eher weniger. Schlimm war, dass der Vater Polizist war. Und immer alles gewusst hat. Wo du mit dem Moped auf die Nase gefallen bist oder sonst irgendwas, im Kreisverkehr in der Stadt oder so. Er hat alles gewusst. Da war ich relativ vorsichtig. Hast du ein Glück gehabt, oder? Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt und ich bin da anders rangegangen oder herangewachsen, glaube ich, weil mein Vater mich ja relativ früh schon irgendwie alles machen hat lassen. Also wir haben dann gegen später da auf dem Land gewohnt und dann war das vollkommen egal, ob du dann mit 12, 13, 14 mit dem Moped, wo du noch keinen Führerschein hattest, über die Felder gebrettert bist oder solche Sachen. Das war einfach egal. Und bei dir war ja auch nur der Opa Polizist und nicht der Vater. Und der Opa war dann, hat Gott sei Dank weiter weg gewohnt. Der hat ja nicht im All gewohnt. Der konnte sich dann auch kontrollieren und da war es dann auch entspannt, so wie es halt mit Großeltern ist. Die sind dann immer noch ein bisschen entspannter, was die Enkel so machen. Ja. Und ich glaube, da hatte ich es ein bisschen einfacher oder viel einfacher. Der Einstieg. Aber dein Vater hat das natürlich auch gefördert, weil er selber kein Rennfahrer geworden ist. Aber hast du damit mal geliebäugelt oder hast du dir tatsächlich überlegt, wie du schaffen könntest, selber Rennfahrer zu werden? Ja, natürlich. Das war schon ein Traum von mir eigentlich. Ja. Und man hat immer geguckt, was kann man machen und hat nach der Szene geschaut. Und ich weiß, wir waren mal, die 928er Motoren sind immer die Köpfe kaputt gegangen. Und da gab es eine Firma, Getmo, da bei Pinage da hinten, auf dem Feld. Und Getmo war eine Riesennummer in Formel Ford. Und irgendwann lag da so ein Torso in der Ecke drin. Und da habe ich schon dann zu Hause mal angefragt, ob man so ein Ding kaufen kann. Und das, aber das kam nie zustande, weil das war einfach auch utopisch und nicht irgendwo, das hat nirgends reingepasst. Ich bin dann mit meinem
1600er BMW, dann, da gab es Akademische in Hockenheim, bin ich ein bisschen gefahren und dann Porsche Sportfahrschule, hat man so angefangen, haben die Leute gekannt, ist dahin und so. Und so hatte ich das dann irgendwo, aber so richtig Rennen gefahren bin ich erst hobbymäßig ein bisschen später. Aber es ist immer im Hobby geblieben. Aber du bist natürlich dem Porsche-Virus da schon verfallen und hast dann eine Lehre bei Porsche gemacht. Richtig, ich habe 74 bei Porsche angefangen zu lernen, ja. Gab es da einen Lehrmeister, der schon bei mir im Podcast war oder so? Nee, natürlich die ganzen Namen, was bei dir zu Gast waren, Klaus Ecker, Bott, Günther Stöckkönig. Genau. Da sind wir mit dem Arzt Lehrling, hat er uns rumchauffiert und wir waren alle demütig, den Z-Hang hoch und dann das Ding den Arsch rausgehängt und alles. Und die ganzen Namen, was so fallen von Porsche aus den 60er, 70er, die sind natürlich aktuell, die sind da. Und man kennt auch ganz viele Leute. Ja. Man kennt einen alten Porsche-Mann, der ist im Allgäu jetzt in Rente, ist 80 Jahre alt, der Helmut Pietsch. Den habe ich heute noch Kontakt. Ja. Der schraubt auch immer noch Motoren und der kann es auch nicht lassen. Und ist alles da. Und du warst dann immer noch im Fahrwerksversuch, oder? Mit Porsche? Im Dauerlauf war ich. Da haben sie Leute gesucht in Weissach. Ich war in der Werksreparatur, nach der Lehre, Werksreparatur, Werk 1. Und dann haben sie in Weissach für den Dauerlauf Mitarbeiter gesucht, weil man hatte für VW Vergleichsdauerläufe im großen Stil, haben die als Fremdauftrag angezogen. Da ist man dann auch diesen komischen Rosen-Moskwitsch gefahren und Ära Lessin, Dauerlauf, VMAX gefahren auf dem Oval. Ja, und da habe ich mich beworben und bin dann auch dann angenommen worden und dann keine Ahnung, 30 Caddies für Presseeinstellungen einfahren. Und da war es dann schon lustig irgendwie. Und du hast da aber trotzdem irgendwie überlegt, du müsstest irgendwie weitergehen und hast noch die Meisterschule gemacht. Ja, dann irgendwann mal kam noch die Frage, irgendwas muss weitergehen. Ja. Und dann habe ich mich bei der Meisterschule eingeschrieben, musste ich auch bei Porsche kündigen und habe dann den Meister gemacht in der Wilhelm-Maybach-Schule. Wilhelm-Maybach. Ja, okay. In Bad Cannstatt. Ja, und dann nach der Meisterschule gab es bei Porsche nur Einstellungen, das war auch nicht so gute Zeit bei Porsche. Mhm. Und dann bin ich dann bei den Tunern ein bisschen gelandet. Hätte auch schlimmer kommen können, ehrlich gesagt. Und die erste Station war Gemballa. Richtig. Ja. Uwe Gemballa, Mensch, Gott habe ihn selig, der hat ja auch ein tragisches Ende genommen. Ja. Wie war das? Ich meine, das war natürlich die Blütezeit des Tunings. Das Wort Proll lasse ich jetzt mal weg, aber diese Verbreiterung und diese Flügelwülste, also ich glaube, bei Porsche-Leuten haben sich da die Fußnägel gekräuselt, aber irgendwie finde ich, heute eine total charmante Zeit. Also wenn man da jetzt so zurückguckt und diese mega Breitversion sieht. Ja, und Uwe war eigentlich die Zeit voraus. Er hat damals schon elektronische Instrumente gebaut. Mhm. Er hat damals schon Lenkradbedienungen gebaut fürs Radio und für sonstige Funktionen am Auto. Er hat schon Rückfahrkameras eingebaut, die das Bild dann umgedreht haben, anstelle von Rückspiegel und so. Also er war da schon ein bisschen ein Fantast und war da schon ein bisschen seiner Zeit voraus. Natürlich alles noch ein bisschen globig, aber die Ideen waren da und so wie wir sehen, das gibt's heute alles. Ihr habt ja bestimmt Wahnsinnskunden gehabt, oder? Also so schillernde Leute, die da rumgelaufen sind. Also Gemballa. Ja, natürlich, die kamen aus der ganzen Welt. Da war Genf noch ganz hoch angesiedelt und Genf war immer Thema, dass man da irgendwas stellt und lange Mercedes mit Goldauflage und was weiß ich. Also ganz verrückt und ganz toll und es war eine schöne Zeit. Wir haben viel gearbeitet, aber war gut und Uwe war immer gut. Und warst du eher, was hast du da genau gemacht? Hast du die Motoren? Nee, die Motoren kamen von Ruf, glaube ich, schon damals. Ich habe mich beworben, er hat einmal durchgelesen und sagte, wann fängst du an? Das war ein guter Montag. Da hat man ganz viele 911er, so Fahrwerke tiefer gelegt und solche Sachen. Das hat man im Akkord gemacht. Und er hat mich dann als Werkstattleiter eingestellt und ich habe dann einfach die ganze Sache koordiniert und auch von Entwicklung von Teilen und solche Sachen. Eigentlich war schon alles eingebunden irgendwo. Ja, und dann irgendwann mal kam die Idee, wir bauen stärkere Motoren und dann hat man beim Ruf die Motoren und Getriebe eingekauft. Und so kam eigentlich der Kontakt ins Allgäu. Und dann hat der Alois Ruf gesagt, der ist zu gut für Gemballa. Ja, das hat sich so langsam entwickelt. Es war so eine kleine Entwicklung. Da gab es eigentlich der führende Technikerkopf bei Ruf war der Joe Huber, Josef Huber.
der kam dann irgendwann mal mit einem Transporter vorbeigefahren in Leonberg mit einem gelben CTR drauf. Yellowbird drauf mit dem Dunlop weiß beschriftete Reifen und kam da von RLSin, wo sie da mit dem Paul Freyer die 340 geknackt haben. Und so ist es langsam gewachsen und er sagt irgendwann mal, hast du keine Lust bei uns zu arbeiten? Da bin ich schon mal hingefahren, hat sich das angeschaut und, ja, und irgendwann hat man gesagt, okay, machen wir. Wann war das? 88. Marc, da bist du schon im Spiel. Da warst du schon im Game da drin war ich quasi. Da war ich schon. 1980 geboren, war schon 8 Jahre alt. Ja, also so meine Erinnerungen an meinen Vater und wo ich ihn dann so assoziiere mit Porsche, ist so an die Gemballa-Zeit. Und da war ich dann auch als kleiner Knirps, da war gegenüber so ein, vom Gelände war so eigentlich so eine Baustelle, da bin ich mit dem BMX immer rumgefahren. Das sind so die Erinnerungen, die ersten, die ich habe, dass ich mal mitgegangen bin, wenn da Papa gearbeitet hat. Und dann natürlich der Umzug, an den kann ich auch noch gut erinnern, wenn man dann von der, sagen wir mal, Stadt, wir haben ja in Zuffenhausen gewohnt damals, und wenn man dann halt ins Allgäu zieht, ist dann schon auch ein Kulturschock am Anfang. Also die Leute reden anders. Mit den Jungs auf der Straße habe ich am Anfang immer so Schwierigkeiten gehabt, wie reden die so komischen Dialekt, verstehe ich gar nicht. Aber es war total cool, weil das war für mich im Allgäu echt eine schöne Zeit und es war gut getimed eigentlich von denen, weil es war einfach eine unbeschwerte Zeit auf dem Land. Ja. Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du dann auch Moped fahren kannst und es interessiert keinen und da ist keine Polizei und es war so eine unbeschwerte Zeit und und dann ging das auch in der Zeit so ein bisschen los, davor schon mit bisschen Kartfahren, auch schon zu Stuttgarter Zeiten und dann im Allgäu wurde es dann halt immer ein bisschen intensiver und da natürlich die richtigen Erinnerungen an die Kindheit, wenn, keine Ahnung, es war ja auch wirklich, war ja alles so ein bisschen auseinandergezogen, mehrere Kilometer Schule, Arbeit, und dann Wohnhaus und dann irgendwie nach der Schule früher aus oder später aus, kein Bus. Papa, kannst du mich kurz holen? Und dann kam er halt entweder in einem CTR oder BTR oder in einem, wo halt irgendwie noch was fahren musste. Und das sind so meine ersten richtigen Erinnerungen. Gerade noch als Top-Ass auf dem Quartett gehabt. Ja, und richtig. Und dann war das damit vorgefahren. Und dann wirst du quasi von der Schule abgeholt in einem CTR. Das war natürlich Wahnsinn. Das war eine total coole Zeit und da ist so der Virus eigentlich so bei mir so übertragen worden, wo ich denke, boah, das ist schon einfach eine coole Marke, ein cooles Auto und deswegen das G-Modell für mich immer noch das schönste Porsche, weil ich einfach so super Erinnerungen habe. Und ich habe da auch einen 82er SC und wenn ich da einsteige und ich rieche das Auto, dann bin ich quasi wieder in 1988 zurückversetzt. Und das sind so die Erinnerungen, die einen da prägen und das hat einen wirklich geprägt. Und es war eine sensationelle Zeit. Also was wir da auch Sachen erlebt haben mit, keine Ahnung, wo man dann auch kannst du dich daran erinnern, wo du mich abgeholt hast vom Kartfahren in Italien. Ja. Ja, und, aber das ist jetzt auch jetzt nicht die schönsten, aber im Nachhinein auch die lustigsten Geschichten, weil werde ich halt auch nie vergessen, da war ich glaube so 11 oder 12 und dann waren wir Kartfahren in Italien und Parma. Und genau, in Parma. Ich war Fahrtraining Imola. Und HP war Fahrtraining Imola und ist mit Stefan Rosa damals. Der Testfahrer, der diesen Yellowbird über die Nordschleife gefahren hat. Ganz genau. Ganz Rosa, genau. Ja. Und die Verrückten sind dann mit einem BTR und mit einem CTR dann im März über die Alpen mit Sommerreifen gefahren. Also war dann auch ein bisschen tricky, habe ich gehört, auf der Hinfahrt. Tricky. Und auf der Rückfahrt hat er gesagt, okay, dann komme ich ein paar Mal vorbei und hol dich ab. Und dann fahren wir zusammen heim, weil nächsten Morgen war dann wieder Schule. Und dann sind wir heimgefahren und war über die Alpen, war alles tippitoppi, Straßen waren frei, alles geräumt, alles schön gesalzen und so weiter, war alles gut. Und dann fahren wir kurz vor unserem Heimatdorf, fahren wir über die Landstraße und das ist so eine leichte Kuppe. Und die ganzen Felder linksrum war Schnee. Straßen waren aber frei. Und ging so 500-600 Meter vorm Ortseingang über die Kuppe drüber. Und wenn du mit so einem Auto fährst auf dem Land, ja, keine Ahnung, was wir da drauf hatten. Also wir waren definitiv nicht 100. Und kommen über die Kuppe drüber und dann Schneeverwehungen, die ganze Straße voller Schnee. Und dann habe ich schon gemerkt, jetzt wird er nervös. Und dann sind wir da quasi rumgeschildert, links, rechts, versucht gegenzulenken, Auto natürlich null verzögert und sind dann quasi in den Ortseingang rein, an so einer Mauer rechts angedutzt und links über einen Gartenzaun, über einen Misthaufen, da sind wir dann stehen geblieben. Und er so, oh nee, und so, was soll ich denn morgen im Geschäft erzählen und so weiter. Und das Ding war natürlich schon ein bisschen kaputt, aber das sind halt auch so Erinnerungen, die bleiben dir halt immer. Also auch wenn es jetzt in dem Moment nicht gut war, aber das sind einfach
so Erinnerungen, die bleiben einfach für immer. Was man auch in dem Wagen erlebt hat halt. Ne? Absolut, ja, total. Und klar, Yellowbird, das war die absolute Waffe damals. Aber auch aus heutiger Sicht ja noch. Ne? Also klar, heute hat man mehr elektronische Helfer, aber das Ding ist ja immer noch brutal von den ganzen Werten her. Was hat Alois Ruf gesagt? Hat er das akzeptiert? Dass du, es war relativ entspannt. Also, das Auto war wirklich rundum zerschossen, zerdengelt. Der Scheinwerfer rausging, waren ja Alu-Kotflügel, da hat es nicht viel gebraucht. Die Zaunlatten haben das Dachbeul eingebeult und die GFK-Teile, Front, Heck, alles Felgen rechts von der Mauer, alles zerkratzt. Also es war schon, ich habe ihn dann einfach mal in die Lackiererei geschoben. Aus Ribau zuerst. Ja, Gott sei Dank nichts passiert, alles gut, aber... Ja, es hätte wirklich ausgehen können. Ja, aber das sind halt so trotzdem, so Sachen, wo du halt dann 30 Jahre später drüber lachen kannst. Das ist dann irgendwie schon echt ein Wahnsinn, was man da alles erlebt hat. Du sagtest Kartfahren, wann hast du damit angefangen? Mit 5. Ich glaube, das erste Kart war noch zu der Zeit, wo mein Vater noch auf der Meisterschule war. Da hat er nebenher noch gearbeitet in einer kleinen Porsche-Werkstatt in Zuffenhausen in Feuerbach für eine befreundete Familie bei Dutt in der Werkstatt. Und da ist der Oliver Dutt, der ist älter als ich und der hatte so ein kleines Kart noch da stehen. Und dann hat der Papa gesagt, hey, das wäre doch was für meinen Kleinen. Und dann haben wir das mal gemacht und dann sind wir da die ersten Versuche gemacht auf den Kartstrecken, die es halt so in Baden-Württemberg gab. So Walldorf war das dann damals oder Teningen sind wir auch mal runtergefahren. Und es war so wirklich Hobby, ganz klein, mit 5, 6, 2-3 Mal im Jahr Kart gefahren. Und dann, als ich so 8, 9 war, wurde es dann ein bisschen intensiver. Da waren wir dann auch im Kartclub in Stuttgart, also Württembergischer Go-Kart-Club hieß er. Und da sind wir auch dann öfters dann zum Kartfahren gegangen und auch so Clubrennen dann die ersten gefahren. Und dann war es vorbei. Dann war es feuerfrei. Ja. Feuerfrei? Also ihr wart so das Zweierteam, du hast geschraubt, du bist gefahren? Oder ja, HP ist auch noch gefahren. Ach so, ja, wir sind beide gefahren. Also völlig erfolglos. Konntest du auch nicht lassen. Kartfahren war völlig. Konntest auch nicht lassen. Ja, ich kann mich auch noch so ganz dunkel an irgendwelche Rennen erinnern auf der Solitude. Letzter HP Lieb und mit großem Abstand hinter den Jungs. Aber ich glaube, das Kapitel will er schnell streichen, glaube ich. Okay. Überspringen wir das? Ja, und du erzählst einfach von den Erfolgen deines Sohnes. Nein, Quatsch. Bei Clubrennen ist er nicht geblieben. Du bist dann weitergefahren. Ne? Also ich meine, wie ist das auf einmal, wenn man da in Anführungszeichen professionell Kart fährt oder irgendwelche Meisterschaften mitfährt? Ist das aber schon ein teures Hobby? Das war ein teures Hobby und es war damals auch schon nicht günstig, obwohl es halt damals noch deutlich günstiger war und, glaube ich, noch einfacher war, das zu realisieren. Und das war so die Zeit Anfang der 90er. Mit 12 konntest du damals erst wirklich Rennen fahren, in dem Jahr, wo du 12 Jahre alt wurdest. Und dann konntest du eine Lizenz beantragen und dann konntest du Süddeutsche Meisterschaft fahren. Und wir sind immer, sagen wir mal, es gab eine internationale Kartmeisterschaft, also Deutsche Meisterschaft, das war aber alles viel zu teuer. Da musst du durch ganz Deutschland tingeln. Das war einfach nicht machbar. Und dann sind wir im ADAC, waren wir dann, das hieß damals so, Junior-Kartmeisterschaft beim ADAC. Pop Junioren hieß es, genau. Und Anfang waren es 100 Kubik luftgekühlt, dann waren es irgendwann mal 125 wassergekühlte Motoren. Und mit denen sind wir dann Süddeutsche Meisterschaft gefahren, baden-württembergische, bayerische. Dann haben wir ja damals noch da im Allgäu gewohnt und waren oft in München auf der Kartbahn. In Garching. Genau. Ja, die kenne ich auch. Die Tiere schnell ist, weil sie für Grip hat und so anstrengend, oder? Nicht mehr. Die Kartbahn gibt es ja nicht mehr. Nein, das war immer schon BMW-Gelände und die haben den Platz gebraucht und haben die Kartbahn 2017, 18 ist die quasi verschwunden. Wirklich? Ja, die gibt es nicht mehr. Okay. Das ist, also das war dann das ist auch wirklich, also Garching ja wirklich zentral. Wenn du da rausgefahren bist, so Ingolstädter Straße hoch, raus im Norden, dann warst du da sofort auf der Kartbahn. Ja, da bin ich auch mal wieder gefahren. War eine coole Kartbahn und so sind wir halt dann, die Rennen gefahren und so ging es dann halt los. Und das war damals schon mit Unterstützern und Gönnern, also alleine privat hätten wir das nicht finanzieren können. Da hatten wir dann schon die ersten Förderer, das waren Freunde auch, teilweise waren es auch Kunden von meinem Vater, die dann auch irgendwie da mitgeholfen haben. Also da gab es zu der Zeit schon mit 12 echt große Unterstützer, weil sonst wäre das nicht gegangen. Das wäre es nicht möglich gewesen. Nee, definitiv nicht. Ja. Ganz liebe Leute, die da wirklich auch ganz viel investiert haben und immer zu uns gestanden sind. Absolut, ja. Das war echt toll. Das war echt toll. Super Zeit, ja. Und
mit 14 bist du schon Meister geworden, oder? Nee, ich war nicht so erfolgreich im Kart. Also wie gesagt, ich war Vize-Deutscher Meister. Vizemeister. 94 sorry, Jahre, Bundesendellauf, das war glaube ich, das Beste. Und dann bin ich ja 4 Saisons gefahren, genau, 4 Jahre im Juniorenbereich. Und dann haben wir geguckt, okay, haben wir probiert, deutsche Kartmeisterschaft irgendwie zu organisieren, weil dann war ich im Seniorenbereich und geguckt, ob wir es irgendwie finanzieren können, aber war einfach... Was hat deine Saison gekostet? Ich glaube, das waren damals auch so 60.000, 70.000 Mark. Mindestens. Ja. Das muss man mir mal vorstellen. Und deshalb, das nur Kartprogramm, Aufkleber drauf passen. Genau, das war in den 90ern und da war dann eigentlich relativ klar, also wenn wir dann irgendwie weitermachen, dann müssen wir uns irgendwie ein Auto kaufen, ein günstiges Auto. Und du warst dann mitten eigentlich in diesem Schumi-Fieber drin, oder? Es ging quasi los, also so mit 14, das war 94 oder 93, als es dann wirklich richtig losging und 94 Schumi-Weltmeister und dann hast du so gemerkt, so, dass so die Kartbahn langsam, dass immer mehr Leute kommen aber die Rennen bei uns, muss ich echt sagen, waren noch okay. Das waren dann so zwischen 20, 30 Startern, das war alles noch okay und dann aber so, ich glaube, die Generation später oder die Jungs, die dann so später kamen, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, das war der krasse Boom, wo du dann halt 120 Bambinis am Start hattest, wo du Vorläufe gebraucht hast und so, da warst du dann komplett vogelwild. Also es war, und deswegen, das gab es aber bei uns noch nicht. Das ging gerade so erst los. Ja, okay. War das der Wunsch, in die Formel 1 zu gehen oder überhaupt Formel-Rennsport? Ja, also ich glaube, jeder, der Rennen fährt und Kart fährt, der träumt natürlich von der Formel 1 und das ist immer die Top-Kategorie, die wird es auch immer bleiben. Trotzdem, durch dieses ganze Thema Porsche war natürlich auch Sportwagen immer interessant und DCM, also wir waren dann auch auf den Hockenheim, haben uns Sportwagen-WM angeschaut, haben DCM-Rennen angeschaut, so in den Anfang der 90er, wo wir auch immer unterwegs waren. Also das waren unsere, wo du einfach in der Sachskurve sitzt oder im Motodrom und da zuschaust und dann Autogramme jagen gegangen bist im Fahrerlager. Und ich habe ja noch drüben im Büro noch so meine alten Hefte, DCM-Programmhefte, wo die ganzen Jungs unterschrieben haben. Okay. So Roland Asch und Klaus Ludwig und Kurt Thiem und das waren so einfach die Legenden auch der Kindheit. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, wenn wir es auch uns nicht leisten konnten, waren nie live bei den Formel-1-Rennen dabei. Also ein Rennen habe ich nie gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Waren wir erst viel, viel später und haben aber über einen Bekannten, der beim AVD dann gearbeitet hat, der hat uns dann Karten für einen Freitag besorgt. Das haben wir halt freitags... Ja, dass man die Autos mal fahren sieht, ne? Ja, und ich werde es nie vergessen, wo wir dann auf der Tribüne saßen, du warst halt so gewohnt, DCM, war laut. Und wenn die aber dann einfach so ein Formel-1-Auto an dir vorbeifährt, da gefriert ja alles. Es ist einfach so brutal, wenn das Ding vorbeifährt. Und diese Lautstärke ist das erste Mal, dass ich Gehörschutz gebraucht habe in meinem Leben, dass ich da irgendwas in meine Ohren reinmachen musste. Und das ist, das sind halt auch so Sachen, die halt einfach hängen bleiben. Und deswegen, klar, Formel 1 war ein Traum, aber es war wirklich ein Traum. Weil es war sehr, sehr weit weg. Das haben wir dann auch später gemerkt, einfach die Voraussetzungen im Formelsport waren eigentlich nicht da, um auch zu sagen, ich gehe jetzt dann in die Formel 1 und ich habe da einen Weg dahin oder ich habe ein großes Management, der mir das ermöglicht, der mir auch Formel 3 finanziert. Und wir haben uns dann halt schnell auf diese Formel Renault eingeschossen, weil das war damals, glaube ich, mit das günstigste, was du machen konntest im Formelsport. Du konntest Formel Renault 1600, ne? Oder? Genau, das war damals noch unterteilt in A und B, also Kategorie. Die große Kategorie waren schon die 2 Liter Motoren und die Einstiegsklasse waren die 1600. Und da haben wir uns damals einen ganz alten Hobel gekauft. Der hatte noch nicht mal Dreieckslenker. Das war einer der allerersten Formel Renault. Baujahr 89. Ein Swift. Völlig Okay, aber schon mega altes Material eigentlich. Ja, komplett. Völlig daneben eigentlich. Also wenn man es im Nachhinein betrachtet, da muss man sagen, du warst eigentlich so blauäugig blöd eigentlich. So ein Ding zu kaufen, ja. Ja, und alle haben gelacht und haben gesagt, das war der Dinosaurier. Das war der Dinosaurier. Das war ein Dinosaurier. Das Auto war, den Kühler noch das war das einzige Auto, wo den Kühler noch hinterm Sitz hatte. Und also nicht in den Seitenkessel links, rechts wie die anderen Kühler, sondern hatte noch hinter. Dafür war man Spar richtig schnell, weil das Ding hat Topspeed gehabt ohne Ende. Aber der Flughafen, also Flugplatzrennen, da war das Auto richtig gut. Ja. Also unfassbar eigentlich. Und dann sind sie selber gekommen nach dem Warm-up, so Sechster oder so mit der Kiste. Und aber es war immer der Dinosaurier. Hast du ein bisschen was an dem Auto machen können? Also Motor und nochmal ein bisschen was verfeinert oder so? Also da hat man das Material genommen, was man bekommen hat es natürlich versucht zu optimieren. Viele Möglichkeiten hattest du ja auch nicht vom Reglement her. Und hast das Ding halt sauber aufgebaut, dass es eben funktioniert. Und dass es fährt und vor allem durchfährt. Und so. Und das hast du das Hauptaugenmerk drauf gelegt. Also nicht auf die Spitzenleistung, sondern
dass das Ding durchfährt. Das war eigentlich so und so. Ja. Und halt immer geguckt, dass da halt nichts kaputt fährst, weil wenn irgendwas kaputt war, dann war eigentlich die Saison vorbei. Also gerade im ersten Jahr, weiß ich noch, immer noch, da bin ich Mitte des Jahres 16 geworden und dann haben wir da angefangen. Und ich werde es nicht vergessen, wo wir da zum ersten Rennen hingefahren sind mit unserem alten, ausgeliehenen VW-Bus, Transporter mit so einem Uralthänger. Und wir haben dann im Anhänger hinten drin geschlafen. Also war ja nichts mit Hotel oder auch ihr Wohnmobil, wäre ja schön gewesen. Sondern dann bin ich unter der Zeltplane halt gepennt. Und die haben uns eingewiesen im Fahrerlager und dann fährst du halt an diesen Sattelauflegern vorbei, wo halt alle im Boden ausgelegt haben. 3 Autos stehen drin, jeder hat seinen Mechaniker, Teamkleidung. Und wir sind halt ins letzte Eck hinten ins Fahrerlager, haben da das Ding ausgeladen und die haben uns alle angeschaut, wie wenn wir, keine Ahnung, vom Mond kommen würden oder so. Weil wir einfach so eigentlich so eine Zwei-Mann-Show waren. Und das war im ersten Jahr schon krass, weil das war dann auch so ein Schock. Ich so, ja, was machen wir hier eigentlich? Passt das eigentlich? Also macht es überhaupt Sinn oder sind wir irgendwie falsch abgebogen? Und ja, das ist halt, und dann fährst du halt und dann, ja, ohne Testtage, dann eierst du halt am Anfang da hinten rum und dann wird es aber immer besser und dann hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und ein bisschen geguckt, was die anderen so machen und dann waren wir mit dem Auto dann tatsächlich auch auf so Flugplätzen und so weiter, sind wir da einigermaßen vorne mitgefahren. Also so Top 5 war dann schon drin mit dem Auto in der B-Kategorie und das hat dann schon Spaß gemacht, wenn du halt dann gesehen hast, dass die dann mit aktuellen Autos fahren und du mit so einem Auto, was nicht mal Dreieckslenker hat, sondern so Rocker, der hatte vorne noch diese großen Achsschenkel, also der hatte nicht diese Dreieckslenker wie die anderen, sondern das war einfach mal wild. Ja. Du konntest ja auch viel weniger eigentlich justieren. Ich glaube, man kann bei den Sachen, was kann man machen? Spur, Sturz, Aero haben die nicht, oder? Oder doch ein bisschen? So einen kleinen Film vorne hinten, das haben wir schon gemacht und das war halt immer alles so. Also viel aber nicht gemacht. Reifendruck, die alten Karten. Ja, Reifendruck hast du gemacht, vom Anstellen her. Aber das war auch egal, weil das ging ja einfach ums Fahren, um Kilometerschrubben. Und für mich war das einfach eine riesen Gaudi, mit so einem Auto zu fahren. Also für mich war das Größte. Einfach zu wissen, ich kann in einem Formelauto sitzen und kann hier im Kreis fahren. Das war für mich eigentlich schon die absolute Erfüllung. Klar wurde es dann immer, hast du mir geguckt, ich würde gerne mal vorne mitfahren und mal in so einem Top-Team oder so oder mal richtig dann. Aber es war schön, weil wir haben sowieso viel Zeit verbracht dann, auch an der Kartbahn und dann wieder dann im Formelsport und dieses selber aufbauen, dieses selber einsetzen, das hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch am meisten Spaß gemacht. Das ist einfach so, wenn du dann so im Fahrerlager bist abends und mit dem Fahrrad rumfährst und dich mit den Leuten unterhältst und dieses Gesellige und so weiter, war schon mit die schönste Zeit. Die Atmosphäre, ja. Atmosphäre war gut und wir hatten dann auch, du schließt ja auch schnell Freundschaften dann in dem Bereich und mit anderen Teams und tauscht dich aus und dann, keine Ahnung, dann war das immer so, dass immer einer da war, der irgendwie geholfen hat und dann haben wir ein Jahr später uns ein anderes Auto gekauft, ein aktuelleres. Ja, das war das Siegerauto von der kleinen Klasse vom Vorjahr. Ja. Was haben denn die Autos damals da so gekostet? Also es war gar nicht so viel teurer als ein Kart eigentlich, oder? Nee, nicht so viel. Wir haben, glaube ich, das Swift hat kostet, glaube ich, 10.000 Mark. Okay. Und das ist auch Geld und man hat ja auch laufende Kosten. Ja, das war nicht zu viel. Ja, für das Auto war es zu viel. Und der Martini von Gütes und Jelinski war Gütes Jelinski, ja. Der hat, glaube ich, 16.000 Mark gekostet. Das war schon ein mega Upgrade. Also, und das war ein richtiges Rennauto dann. Das war dann wirklich, wo du dann auch einstellen konntest, wo wir uns teilweise auch verrannt haben dann. Mit Federn und Dämpferabstimmung. Das war dann schon aber war cool. Und dann sind wir da um die Meisterschaft gefahren in dem Jahr. Um die Meisterschaft mit dem aber auch wieder Vorjahresauto. Ja, aber das war mit dem B-Auto, das war schon aktuell. Aha. Und Meister ist damals geworden der Sven Heidfeld, Bruder vom Nick. Ja, okay. Das war so der größte Konkurrent damals. Genau, und dann war das so die Zeit in der B-Kategorie und dann war klar, dann mussten wir irgendwann mal aufsteigen in die 2 Liter, dann große Klasse und 180 PS, 550 Kilo Auto. Also war das schon ordentlich. Echt schon richtig. War richtig schnell. Zu dem Zeitpunkt waren die Autos nicht viel langsamer als eine Formel 3. Also die hatten halt deutlich. Gute Formel Renault 2 Liter. Ja, guter Formel Renault 2 Liter, der war schon ordentlich schnell. Bis zu in so kleiner Kurs Hockenheim ist eine Formel 3 damals so knapp unter 1 Minute gefahren, 59. Und wir sind so gefahren, glaube ich, 1:01 oder 1:02 mit den Formel Renault. So knapp ist der Unterschied. Ich dachte, das wäre viel weiter. Ja, die waren damals schon recht nah. Das Problem war einfach der Abtrieb. Du hattest keinen Abtrieb. Deswegen, die Autos waren echt, sagen wir mal, die Renaults waren einigermaßen easy zu fahren.
Und von der Leistung her war er, glaube ich, 10 PS gefehlt oder sowas. Das war nicht viel. Also, okay. Hattest du mal die Chance, über das Test zu fahren, Formel 3 oder so? Ja, tatsächlich bin ich einen Test gefahren, weil wir kennen Klaus Treller ganz gut. Ja, okay, ja. Absolute Formel 3-Legende. Ja, Das ist aus Stuttgart. Genau. Aus Zuffenhausen. Ja. Und da kann ich mich auch dran erinnern, also nicht als der Schumacher gefahren ist, also den haben wir ihn mal besucht, da in Hockenheim, aber davor ist der Joe Winklock bei ihm gefahren. Ja, okay. Formel 3. Und da waren wir mal in der Werkstatt, das war auch so eine dunkle Erinnerung, die ich noch habe, und beim Klaus. Und Klaus hat uns dann einfach auch mal ermöglicht, dass wir einen relativ günstigen Test fahren konnten mit einem Formel 3 Auto mit alten Reifen. Das war ein Vormittag in Hockenheim. War mega. Also das hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir wollten auch dann Formel 3 fahren. Das war dann nach diesen 4 Jahren Formel Renault, wollten wir unbedingt Formel 3 fahren. Aber das werde ich halt auch nie vergessen, weil dieser Sprung dann finanziell, das war ja nochmal eine ganz andere Dimension. Also, aber bei der Testfahrt stand das W von WTS nicht zufällig am Zaun. Das war Willi Weber, ne? Nee, da waren die schon getrennt. Da waren die schon getrennt? Da waren die okay, schon alles klar. Getrennt, weil der Klaus ist ja dann... das war genau zur Schumacher-Zeit, das war ja schon danach. Ja, genau, klar. das war ja schon 93 oder so, als der Klaus dann so abgegangen ist und bei Ab dann die Formel 3 gemacht hat mit dem Christian. Und dann hat er damals sein eigenes Team gehabt, Treller Motorsport. Okay, ja, genau, und das macht er jetzt noch. Ja, und das war damals ist gefahren Thomas Jäger, Frank Diefenbacher, das waren so die Jungs, die damals Formel 3 gefahren sind bei ihm. Ja. Habt ihr da mal so geguckt eigentlich? Also jetzt Willi Weber ist jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel, aber so nach Leuten, die einen da so finanziell auch fördern können oder so? Oder? Ja, klar, hast du schon geguckt, aber hat sich irgendwie nie so richtig ergeben. Hat sogar Adressen gekauft, da gab es ja dann mal so einen Adressenverkauf von Sponsoring und was weiß ich. Und, wirklich? Ja, wir haben alles, also haben wir wirklich alles gemacht. Ich noch zu Hause und dann keine Ahnung, wie viele Briefe man verschickt hat und versucht hat, irgendwo einen Fuß reinzubekommen. Da hast du dann Gummibärchen geschenkt bekommen oder irgendeinen Aufkleber oder Müllermilchdose oder irgend so. Ja, oder halt auch natürlich geguckt nach Management und so weiter. Ja. Und das war ja klar, war ja logisch dann die Zeit so Willi Weber und da war ja die Zeit der großen Manager. Dann war das ja, aber das hat sich nie so richtig ergeben. Also auch wenn du dann da unterwegs warst und geguckt hast und so, ja, und dann war halt auch immer gleich so, ja, 20% und okay, ja, und aber es ging nie so eine richtige Tür auf, also zu dem Zeitpunkt. Könntest du das jetzt, also im Nachhinein, jetzt können wir ja sagen, das ist eine Wahnsinnskarriere gemacht, da kommen wir jetzt ja gleich noch drauf und du sitzt jetzt quasi auf der anderen Seite bei Porsche. Könntest du jetzt sagen, was vielleicht damals der Fehler war oder wo du damals vielleicht nicht hartnäckig genug warst? Oder? Ja, ich glaube, ich habe mich einfach schlecht verkauft. Also ich glaube, das war so das Problem. Ich glaube, ich bin jetzt generell auch nicht so der Typ, der auf Leute so extrem gerne zugeht. Also ich bin schon, glaube ich, eher so zurückgezogen manchmal oder derjenige, der halt auch sich auch nicht in den Vordergrund drängen will und so weiter. Und das war, glaube ich, so das Problem, dass ich einfach nicht energisch genug oder so richtig auf die Leute auch zugegangen bin. Und ich habe mich gesagt, ich bin der Größte und bin der Beste. Das ist das, was man braucht. Ne? Das ist das, was du brauchst. Und das brauchst du heute auch. Und das ist ganz selten funktioniert es, wenn du so eher so der zurückgezogene oder so introvertierte Typ bist, dass du halt eine Karriere machst. Und das war, glaube ich, damals schon auch der Fehler. Aber mal ganz klar auch die fehlenden Erfolge. Also man muss ja auch ganz klar sagen, wenn du immer mit unterlegenem Material mal auf dich aufmerksam machen kannst, dann bist du aber immer erst in der Position, dass du sagst, okay, ich muss aber erst mal Geld bringen. Also Beispiel war, ich war damals Dritter dann in der Meisterschaft in der Formel Renault, bin dann letztes Rennen Nürburgring zur Formel 3 und bin Klinkenputzen gegangen. Bin zum Bertram Schäfer gelaufen, war beim Klaus Treller, habe mir damals mit Kaufmann und so weiter unterhalten. Man hat Angebote gehabt aus Tschechien, haben Klaus empfohlen. Genau, dann gesagt, genau, das ist ein super Team, könnt ihr auch fahren und kostet so. 350 anstatt 600, aber mehr wie Platz 12 ist nicht drin. Das waren die Ansagen letztendlich. Ja. Und ich weiß noch, wir reden 350.000, muss man jetzt auch mal sagen. Ja, genau. Das ist richtig, genau. D-Mark und auch Geld, das man jetzt mal auftreiben muss. Ja, und ich weiß noch, mit Bertram Schäfer habe ich mich unterhalten und sagte, ja, ich kenne dich und so, bist du gut gefahren in der Formel Renault und habe gehört, du schraubst auch selber in den Autos und so, ja, ist immer gut und so, ja, super und ja, hast du schon ein Angebot? Sag ich, ja, ich könnte halt dann beim Klaus fahren. Kostet halt da 500.000 Mark. Und der Bertram Schäfer, ja, also vielleicht ganz gut, wenn du das erste Mal ein Jahr beim Klaus fährst und dann, wenn du dann so dich bewiesen hast, dann kommst du zu mir, kannst natürlich auch gleich bei mir fahren, musst halt 850 bringen. Ja. Ich so, ja, okay, alles klar. Das ist eigentlich relativ schnell erledigt gewesen. Da war ich echt alleine unterwegs. Da war ich 18, 19 und war da oben am Nürburgring und dann bin ich nach Hause gefahren und war total gefrustet. Weil ich hatte 40.000 Sponsorgeld.
Und ich wusste halt nicht, wie es weitergeht. Also zu dem Moment war eigentlich den klar. Den Sponsor nennen wir jetzt nochmal, das hat er sich verdient. Das waren mehrere. Achso, okay, alles klar. Das war ja schon, also wenn du da einen rauspickst, das kannst du nicht machen. Es waren ja schon 10 Filme, wo jeder 4.000 Euro oder mal eine kleine Summe darüber gemacht hat. Also einschließlich Opa. Alles, das ganze Budget, was halt dann da war. Und weiß nicht, bin ich nach Hause gekommen und irgendwie, das frustriert mich jetzt. Ich glaube, jetzt lassen wir es bleiben. Wir hatten dann noch so ein Angebot, Citroën Saxo Cup zu fahren. Ich sagte, nee, also so Fronttriebler und dann Saxo Cup und dann noch Geld auszugeben, was nicht dein eigenes ist und so weiter. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Und dann gab es noch diese komische V8-Geschichte. V8 Star? Nee. V8 Star hat man auch mal rumgemacht. Habe ich auch eine Unterlagen zu Hause, habe ich letztens noch gefunden. Ja, und lauter so Zeug, aber das sind alles Klimmzüge, die eigentlich nicht... Die sind dann auch, bist dann auch an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir schon so viel Geld verbraten. Also, und weißt du, waren nie im Urlaub, haben alles irgendwie zusammengespart. Ja, wie war denn das eigentlich? Also was hat denn deine Frau, Mutter gesagt? Also ich meine, das ist ja... Die war nicht begeistert, das ist ja logisch. Gab es da Stress, ja? Also ja, es gab schon, was heißt Stress, aber Diskussion. Ich meine, sie hat gesehen, dass es mir Spaß macht und dass ich da glücklich bin in dem, was ich tue. Aber sie hat natürlich auch auf viel verzichtet. Ist ja logisch. Ja, muss man ganz klar sagen. Logisch. Also die ganze Familie hat verzichtet. Absolut. Immer hinten angestellt. Egal, ob das jetzt... waren immer Autos, haben wir immer alte, schöne Autos gehabt. So Strich 8 oder sowas war halt dann so angesagt. Oder so einen alten BMW oder so ein... War halt immer irgendwie, Und immer irgendwo hat man irgendwas rauskleiert, sage ich immer. Ja. Das ist der Typ, also der eine hat dann... Opa hat 6.000 Euro für einen Transporter gegeben. Muss ich schon sagen, ohne den Opa wäre es nicht gegangen. Es waren so viele. Der Polizist. Ja. Oder Obermütterliches. Guck mal hin. Opa Polizist. Rogaschewski. Ja, alles. Da gibt es so viele Namen, die es wirklich verdient hätten, in der Galerie reingestellt zu werden. Aber es sind nicht 10, das sind Hunderte. Das sind Hunderte. Ja, das ist ja ein Wahnsinn, oder dass man eigentlich immer in Anführungszeichen für so Kleckerbeträge, ohne die das auch nicht gegangen wäre, da so rumackert und andere kriegen einen Sponsor, knallen sie das Auto damit voll, irgendwie dann steht da Benetton, you name it. Klar. Und dann ist die Saison finanziert. Wir haben Kunden, teilweise so ein 50er in die Hand gedrückt. Das ist für einen Sohn, für Kartfahren. Ja, aber ist das nicht charmant? Irgendwie ist es auch geil, das jetzt zu hören, oder? Toll. Das ist Wahnsinn. Irgendein CTR-Kunde, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, hat mir beim Fahrtraining am Nürburgring, in mein Glas hat er mir ein Papier reingesteckt. Das war ein Scheck mit 500 Mark. Das war wie Weihnachten. Ja. Das war wie Weihnachten. Das ist genau, auch Reifen und Wahnsinn. Und du hast halt auch immer gebettelt. Letztendlich hast du wirklich teilweise... aber auch so, weißt du, keine Ahnung, der Jerich, der uns die Reifen gesponsert hat in der Formel Renault. Das war ja auch so ein Ding. Das war, der ist in der gleichen Klasse gefahren. Der ist damals beim Robert Lechner gefahren. Das ist eine Spedition, Jerich. Sieht man auch ab und zu mal auf der Autobahn noch fahren. Und der Junior ist selber Rennen gefahren. Und der hatte so eine riesen Gaudi, weil wir bei uns halt immer abends der ist dann ins Hotel gefahren und wir saßen halt noch da, haben gegrillt und saßen bei uns im Zelt. Und dann kam er vorbei, hatten einen riesen Spaß mit dem. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so. Und dann dachte ich, heute im freien Training, ich hatte den 3. neuen Satz Reifen, da hat es nicht gepasst und so. Und ich so, 3. neuen Satz. Ich wäre froh, wenn ich mal einen neuen Satz hätte. Ja, wie, hast du keinen neuen Reifen? Ich sage, nee, wir kaufen so einen Satz. Weichmacher drauf. Ja, wir kaufen Kartfahren gemacht. Haben wir Kartfahren gemacht. Ja, gehe ich aus, klar. Dann haben wir gesagt, okay, da habe ich zu ihm gesagt, wir kaufen uns einen Satz Reifen und dann hält er 2 Rennwochenenden bei uns. Und dann, nee, das kannst du nicht machen. Ich so, das geht ja nicht anders. Und dann kam er am nächsten Tag und gemeint, hey, ich gebe dir jetzt jedes Wochenende einen neuen Satz Reifen. Weil die hat eine große Spedition, die hat einen großen Deal mit Michelin und der hat die Reifen wohl irgendwie günstiger bekommen und dann hat der mir echt tatsächlich jedes Wochenende einen Satz Reifen gezahlt. Das ist aber echt groß, oder? Also das finde ich ja schon... Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Uneigennützig. Also gerade zum Beispiel der Rogaschewski, sein Sohn ist selber Kart gefahren und hatten halt keine Lust mehr gehabt zum Weitermachen. In dem seinem Container im Pforzheim im Bahnhof haben wir die Rennautos aufgebaut. Der hat für uns gebuckelt wie für seinen eigenen Sohn. Ja, das war echt, so wenn du zurück überlegst, wie viele da mitgeholfen haben, dass das irgendwie funktioniert, dass es irgendwie überhaupt dann, dass wir überhaupt fahren konnten. Zum Autos kaufen habe ich zum Kunde gesagt, der war bei uns beim Ruffahren der Kunde, das sage ich, du Michi, hast du einen Zehner? Die Kiste kaufe ich. Hat er die 10 hingelegt? Michi Klausmeier.
Ja, war echt wild. Total wild. Oder die ersten Kartteile, es war ein Zahnarzt, der hat einen neuen BTA gekauft bei Ruf. Und der ist eigentlich mit uns zum Karthändler gefahren und hat gesagt, so, dies und dies, wo der Michael Jackson da rumgelaufen ist, und seine ist er wirklich mit uns beim Schwarz zum Karthändler rumgelaufen, und wir haben für 20.000 Mark haben wir das Basiskartzeug gekauft. Ich meine, mit dem haben wir natürlich auch lang auskommen müssen, aber das... Ja. Und deswegen sage ich, da reichen nicht 10, da reichen nicht 20. Das sind Hunderte von Menschen und die da mitgeholfen haben und so. Das war schon. Ja, oder auch unsere Mechaniker, die Jungs von Techart, kann man ja sagen. Ja, klar. Techart hat uns damit ermöglicht, das Rennauto in Eigenregie in der Werkstatt zu machen. Und die Jungs, da haben wir heute noch Kontakt. Das ist immer noch der magische Lieblingsrennfahrer von einem, der arbeitet auch noch bei Porsche. Und da waren auch immer Leute, die sind am Wochenende mit, ohne zu murren. Und dann haben wir Zigaretten, Essen, Trinken und gut was. Ja. Und die haben geschraubt dann im Auto. Und immer noch einen guten Kontakt. Ja, wo gerade der Name gefallen ist, du bist dann irgendwann von Ruf weg zu Techart und Thomas Behringer, wieder zurück nach Stuttgart quasi. Richtig, ja. Warum kam das zustande? Ja gut, das war praktisch der Einstieg in die Formel Renault-Geschichte. Und Alois Ruf wollte nicht, dass ich das Auto in der Firma mache. Und natürlich auch nicht unbedingt so, dass ich da Donnerstag schon unterwegs bin und solche Sachen. Und ich hatte einen Bekannten, der hat bei Techart gearbeitet und der hat mich da irgendwie auch empfohlen. Und dann haben die sich mal gerührt und haben gesagt, magst du nicht zu uns kommen? Wir kümmern uns ein bisschen um Geld und du kannst das Auto bei uns in der Firma machen. Und so kam das. Sehr geil. Und dann wieder umzogen. Und umzogen ist ja wie einmal abgebrannt. Einmal rauf, runter, Allgäu. Ja, also gut, dann Techart und dann haben wir wirklich und da gab es einen Pressemann, der hat wirklich Geld zusammengebracht von so Rapid Prototyping Firmen, die im Umkreis lagen, die er gekannt hat. Dann gab es ja noch eine Absplitterungsfirma von Techart, die Techcom oder so irgendwie das war, mit so Freisprechanlagen und so. Haben wir auch Geld bekommen und da hat man die Geschichte eigentlich mitfinanziert. Sonst wäre das gar nicht machbar gewesen. Und in die Werkstatt zum Schrauben. Ja, mit vermessen und was weiß ich. Ich meine, du hast natürlich 12 Stunden am Tag gearbeitet, Auto vermessen, dann hast du aufgeladen und dann bist du abends 8 Uhr dann in LKW und dann bist du nach Oschersleben gefahren. Und an dem Morgen hast du um 8 Uhr das Zelt aufgebaut. Ja. Das war ein wilder Ritt. Das war ein wilder Ritt. Oder? Absolut. Weiß ich heute nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, viele können das nicht nachvollziehen, die heute in den Motorsport einsteigen. Nee. Das ist, da war so viel Eigenleistung und so viel Fremdleistung von so vielen Menschen mit dabei. Und wenn man das sich überlegt, wie wenig Geld wir eigentlich dann ausgegeben haben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal Geld verdient habe, das war schon krass. Aber man lernt natürlich, sich durchzubeißen. Und kann es sein, mich beschleicht so ein bisschen die Ahnung, dass man ein Langstreckenspezialist wird, weil man einfach Materialschuhen fahren lernt, oder? Wahrscheinlich. Weil man nichts kaputt machen darf. Ja, das war schon klar. Du bist ja immer gefahren. Das hat mich aber auch limitiert eine Zeit lang. Ja, klar. Weil du halt einfach auch nicht so, sagen wir mal... so reinhalten kannst. Genau. Lange Probleme hattest, so den Schalter umzulegen, sage ich, jetzt mache ich aber mal was kaputt oder sowas. Und das war für mich auch immer noch das Schlimmste, wenn ich ein Auto später in meiner Karriere kaputt gemacht habe. Das war für mich das Allerschlimmste. Da habe ich mich bei jedem Mechaniker persönlich entschuldigt und gesagt, sorry, dass du jetzt länger arbeiten musst. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, ein Auto kaputt zu machen. Und das war... bis zum Ende der Karriere eine Katastrophe. Auch wenn du so ein LMP1 kaputt machst. Du hast dann sofort immer im Kopf, was so ein Ding kostet. Ja. Und dann war das keine 1.000 Euro Beträge, sondern es ist halt dann echt, wo du denkst, oh Scheiße. Und jetzt müssen die dann neue Chassis einfliegen und so. Und denkst, oh Gott. Also das sind dann so Sachen, die... Ich muss dir mal vorstellen, was man dann später denkt, jetzt müssen die ein neues Chassis einfliegen. Wie weit man davon entfernt war eigentlich während dieser ganzen Anfangsphase. So dieses, keine Ahnung, du hast, früher bin ich arbeiten gegangen, nachmittags, freitags, damit ich mir einen Rennanzug kaufen konnte. Und beim LMP1 hängen dann 4 Stück drin im Schrank. Ja, aber gewaschen. Gewaschen und mit so einem Trockner drin. Genau, und Helmtrockner und 2 Helme und es ist einfach, dieser Spagat, dieser krass. Das ist echt abgefahren, ne? Du hast aber nebenbei, ich glaube, das haben dir deine Eltern dann auch eingeimpft, dass man nicht die Ausbildung außer Acht lassen sollte. Du hast das Abitur gemacht und auch noch
Na, studiert kam später, aber du hast auf jeden Fall Abitur gemacht, die Schule beendet, irgendwie, weil du gesagt hast, also mit dem Profi und dass da Geld mal reinkommt mit der Rennfahrerei, das war irgendwie weit weg. Das war so weit weg und das war auch immer Voraussetzung. Also das war schon, meine Eltern, die waren da schon streng, also das war dann schon so, die haben auch gesagt, wir verzichten hier so viel mit Kartfahren und so, aber dann sollte zumindest die Schule, laufen. Und es war dann auch klar, also Schule war immer gut, da hatte ich jetzt nie ein Problem. Da war klar für mich, das muss laufen, da will ich Abitur machen und ich will ein gutes Abitur machen. Und ich will mal einfach für später dann auch die Weichen stellen, dass ich eine gute Ausbildung habe. Das war immer schon klar. Und für mich war auch klar, als ich dann so 15, 16, 17 war, auch in der Formel Renault, ich will unbedingt studieren, ich will unbedingt noch ein Studium machen. Und das war dann ganz normal nach dem Abitur. Und dann war ich ja im Zivildienst, als dann dieser Wechsel kam, wo ich aufhören wollte und wo dann quasi das Porsche Junior Team kam. Habe ich noch Zivildienst fertig gemacht und das ist auch eine coole Story, weil habe ich dann den Fiat Regatta 75 PS eingetauscht in einen Boxster während der Zivi-Zeit. Das war dann auch irgendwie ein Porsche Boxster? Ja, da war ich ein Porsche Junior, da gab es noch einmal einen Dienstwagen. Verstehe, ja, okay, alles klar. Da gab es auf einmal einen Dienstwagen und da bin ich halt am Anfang mit so einem verrosteten Fiat zum Zivildienst gefahren und dann 2 Wochen irgendwann mal eine Woche später halt dann mit einem Boxster. Das war einfach auch so wild, ja, weil du auf einmal halt dann aus diesem, ja, auf einmal bist du halt irgendwie Profi. Das war dann schon ganz komisch. Das ist natürlich jetzt nochmal ein großer Sprung. Und bis dahin finde ich, wie ihr hier sitzt und mit glänzenden Augen von früher redet, erinnert ihr mich auch total an Timo Bernhard und seinen Vater. Seid ihr euch früher schon mal begegnet? Ja, klar. Logisch. Das ist ja das erste Mal 92 oder 93 auf der Kartbahn. Wir sind sogar vom gleichen Karthändler gefahren. Vom gleichen Karthändler gefahren, ja. Und die haben das ja ähnlich betrieben und das war ja auch so dieses 2 Mann und das waren parallel dann Timo ist beim DMV gefahren, ich bin beim ADAC gefahren, sind wir Kart, also wir sind, glaube ich, 2 Rennen gegeneinander mal gefahren im Kart und Timo ist halt Dickheim gefahren, oder? Der Timo ist dann recht früh dann auch Dickheim, also große internationale Kartmeisterschaft gefahren und so weiter, da haben sie sich dann ein bisschen so getrennt, weil wir dann recht früh in den Formelsport eingestiegen sind. Und dann haben wir uns mal wieder bei einem Formel Renault-Test, bei einem Team getroffen, wo wir dann beide beim Testen waren. Und dann wieder bei Porsche. Ja. Das also Timo ist so, den kenne ich seit er, glaube ich, 11 Jahre alt ist oder sowas. Und bei beiden kam ein gewisser Burkhard Bechtel ums Eck, glaube ich, oder? Ja. Der dich im Formel Renault gesehen hat und gesagt hat, mit unterlegenem Material ist er eigentlich relativ weit vorne. Und Burkhard Bechtel, muss man sagen, ist natürlich langjähriger Kommentator der ganzen Porsche Carrera Cup Geschichte. Und hat einen ganz guten Draht zu Porsche. Ja. Und der hat das eingefädelt, oder? Der hat es eingefädelt. Das war damals, Burkhard hatte damals dieses ganze Thema Presse auch gemacht, war Streckensprecher, hat das Thema TV gemacht für die Formel Renault und hat sich das auch immer alles angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass er auch für Porsche quasi Talente späht oder sowas. Ja, und das haben wir ja erst später rausgefunden, wo ich dann bei der Sichtung war, wo ich eingeladen wurde. Aber Burkhard war derjenige, der damals gesagt hat, der fährt echt vorne mit und der hat immer unterlegenes Material. Die arbeiten da aus so einem einfachen Zelt raus und den könnt ihr euch auch mal anschauen. Und dadurch habe ich die Einladung bekommen für die Sichtung. Und wir hatten ja eigentlich abgeschlossen. Wir haben eigentlich gesagt, so wie wir gesagt haben, es war eigentlich Thema erledigt, Feierabend. Wir haben ausgeschaut, Formel 3 geht nicht, absolut irre. Das wäre eigentlich Selbstmord gewesen, finanzieller Selbstmord gewesen. Und dann haben wir gesagt, aufhören, geh du studieren, mach deine Schule fertig. Ja. Und dann kam die Einladung. Ja, kam per Brief, weil ich weiß nicht noch. War ein Brief. Ja, es war ein Brief. Also ohne, dass du aktiv Kontakte zu Porsche geknüpft hattest, ich habe nicht aktiv mich da beworben oder habe irgendwie geguckt, dass die mich da zur Sichtung einladen. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, weil die hatten erst ein Jahr davor eine Sichtung bei Porsche und die haben immer so für 2-3 Jahre gesichtet. Und dann war Lukas Luhr und Timo Bernhard haben sie gesichtet bei Porsche. Vor dir? Ja, vor mir, genau, vor mir. Und dann ist der Lukas ja aber in seinem ersten Jahr gleich Meister geworden im Carrera Cup. Und das war immer ein bisschen langfristig eigentlich. Ich hätte das null auf dem Schirm gehabt, dass die einen neuen Junior suchen. Und ja, zu Hause dann, keine Ahnung, Brief aufgemacht, mit einem Porsche-Emblem drauf, das ist irgendwie komisch. Ich habe mich da nirgendwo beworben oder so. Oder auch irgendwie für ein Praktikum oder sowas. Brief aufgemacht, ja, wir machen eine Junior-Sichtung, wir suchen einen neuen Porsche Junior und ob ich da Lust hätte mitzumachen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe noch nie so schnell einen Telefonhörer in der Hand gehabt, habe da angerufen damals und gesagt, ja, ich bin der Marc lieb und ich würde da gerne mitmachen.
Wie alt warst du? 19? 19. Wen hat man da angerufen? Roland Kussmaul? Oder? Nee, tatsächlich war das damals die Andrea Hagenbach. Das war die Assistentin von Helmut Greiner. Helmut Greiner war damals Chef Carrera Cup und auch Chef vom Junior-Team. Weiß ich noch, dann habe ich da angerufen. Und dann kam ein Fax mit Einsatzplan, so wie das halt früher war. Also auf einmal gab es einen Einsatzplan. Ich so, boah, was ist das? Das ist ja Wahnsinn und so. Und dann die ganzen Leute, so 5 Mechaniker und dann, ja, und hier Hotel, boah, Hotel, 3 Sterne, Wahnsinn und so. Das war schon irre, absolut irre. Wer ist mit dir gesichtet worden zusammen? Das war, also wir waren 6 oder 7 bei dem Fitness-Check und quasi so Assessment Center. Das, das war auch, also ja. Porsche ist ja total wichtig. Genau, das hat Timo auch erzählt. Diese ganze Geschichte muss man wissen. Ja, und so, dann muss schon ein bisschen was, muss schon was drauf haben, dann ein bisschen. Das war dann schon ganz gut. Also, ja, Österreich war das bei Willi Dungel. Ja. Genau, der Willi Dungel haben wir unsere Fitnesstests da gemacht und das war jetzt nicht so berauschend bei mir. Das wusste ich auch, weil ich einfach da halt auch zu dem Zeitpunkt Schule und andere Prioritäten hatte und dann dieses Thema Sport machen und Fitness, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich war eher so auf der Schiene, ich mache die Technik und ich gucke mich da und auf jeden Fall habe ich schon gedacht, Fitnesstest, das könnte ein bisschen schwierig werden, aber alles andere, so Porsche-Historie war natürlich easy. Das hat immer gesagt, ja, bei Gembala kenne ich mich aus, bei Technik und bei Ruf. Aber auch so, die haben ja schon auch ein paar andere Sachen gefragt. Wie viele Autos haben sie verkauft? Also war schon, du musst dich schon auch ein bisschen, also schon vorbereiten. Auch. Ist ja wie wenn du dich halt auf einen Job bewirbst dann auch, ist ja klar. Und Technikfragen, Englisch, Interviews haben sie gemacht, Burkhard Bechler hat dann Interviews gemacht und so weiter. Und dann haben sie aus dem Pool, ich glaube, es waren 7 oder 8, haben sie 3 eingeladen zum Test. Und das war Daniel Bauer und Jörg Hart. Jörg Hart sind beide noch später Carrera Cup gefahren. Daniel hat dann später aufgehört und der Jörg ist aber noch dann in Amerika auch bei Farnbacher noch GT gefahren, noch eine Zeit lang. Ja, und gegen die 2 habe ich mich dann durchgesetzt beim Test. Und dann hatte ich auf einmal einen Vertrag als Fahrer. Und mit was für einem Auto seid ihr da gefahren? 996 GT3 Cup. GT3 Cup. Ja. So, ich gehe davon aus, du hast dir vorher keinen bei Six geliehen und bist schon mal gefahren, sondern du bist vom Formelauto das erste Mal auf einer Rennstrecke in so einem... Nee, da gab es eine andere Geschichte. Da gab es durch das Thema Techart, die haben dann, konnte ich dann zumindest mal vorher mal mit Handschaltung, also mit Haarschaltung und dass ich mal zumindest mal die Dimensionen kenne, aber das war mit Cup-Reifen. Also nicht Achso, also das waren so Sportreifen. Also das waren straßenzugelassene Reifen, aber das war sowas von weit weg zu dem Cup-Auto. Im Nachhinein. Ja, ich hätte jetzt gedacht, du bist dann schon so ein 800 PS Techart gefahren und hast gesagt, komm, Gott sei dir langsam irgendwie GT3. Nee, das war nicht so, aber das trotzdem. Bist du nach Hockenheim? Ja? Kurz Hockenheim, ich glaube, keine Ahnung, 4-5 Runden in Hockenheim gefahren abends und dann bin ich wieder zurückgefahren. Also bei so einem normalen Publikumstag. Das war kein. Thomas Berger hat uns das Auto gegeben und die 4 Reifen draufgeschnallt. Und dann kannst du mal zumindest mal ein paar Runden rollen. Ne? Ja, ich glaube, ich bin 4-5 Runden da gerollt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie ein Porsche fährt, aber als ich in dem Cup-Auto drin saß, wusste ich, dass ich das nicht wusste, wie so ein Ding fährt. Ja, aber klar, du musst halt dann auch, wenn du so eine Chance hast, musst du natürlich alles dann gucken, dass du dann da. Das war die einzige Chance. Das war für mich die einzige Chance. Was für ein krasser Druck eigentlich. Aber ich hab's versucht, ich war schon so froh, überhaupt den nächsten Schritt zu machen. Also vom Dungel dann quasi, ich war erstmal so brutal dankbar überhaupt, dass jemand das erkannt hat, dass ich ja vielleicht doch Talent habe. Das fand ich schon mega cool. Und da habe ich mich schon so drüber gefreut und habe gesagt, okay, das war jetzt schon quasi Box getickt, jetzt schaue ich einfach, was passiert. Und so bin ich auch reingegangen in die Sichtung. Bin da nicht reingegangen, ich muss es gewinnen und das ist die letzte Chance, sondern das war wirklich so, okay, ich gebe mein Bestes und ich gehe da rein, aber ich bin super dankbar, überhaupt dabei zu sein. Und so bin ich es auch angegangen. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel, weil der eine oder andere war dann schon, da hast du halt gesehen, die waren halt wirklich brutal nervös. Das hast du gemerkt, die haben gezittert, denen ging es richtig schlecht. Weil der Druck einfach so da war. Und dann hat auch immer, das gemerkt, bei dem einen hat immer der Vater angerufen und so alle halbe Stunde und wie ist gelaufen und sagt die Rundenzeiten und so. Und da war halt Ruhe. Da habe ich gesagt, so, ich weiß, jetzt, wir 2 waren jetzt immer super eng zusammen, aber jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich das für mich alleine dann lösen. Und wir haben dann nicht telefoniert in den 2 Tagen. Ich glaube, wir haben dann am nächsten... Du hast gesagt, du hast ins Kiesbett gesammelt. Ja, das habe ich gemacht. Ja, das war dann auch noch blöd bei der Sichtung. Da habe ich dann gedacht, das wäre vorbei. Ja. Ich glaube, ich habe es versemmelt. Habe ich dann habe ich halt
bin ins Kiesbett rausgerutscht und dachte ich halt, okay, ein Fehler und jetzt bist du quasi raus. Aber das Coole war dann, die setzen dich ja sofort wieder rein. Und die wollen ja auch sehen, wie du mit so einer Situation umgehst. Und das hat dann gut funktioniert. Und dann hat er schon bei der Rückreise dann nach dem Test, sind wir alle wieder zurück nach Weissach, da standen unsere Autos und dann schon damals der Helmut Greiner gesagt, sieht ganz gut aus für dich. Und dann habe ich gedacht, okay, das wäre ja echt krass. Und dann 3 oder 4 Tage später kam der Anruf, ja, bist dabei. Und dann kommst vorbei, kriegst Teamkleidung und dann haben wir noch einen Vertrag für dich, den musst du unterschreiben. Das war ja, keine Ahnung, das war ja komplett aus dem Häuschen. Und dann bist du Porsche-Profi, oder? Ja, damals warst du als Junior quasi schon Profi. Du hast echt ein Mini-Gehalt bekommen, da konntest du quasi die Benzinkosten leisten für den Boxer. Okay. Dann war es eigentlich schon vorbei. Aber es war cool, weil das erste Mal in deinem Leben hast du fürs Rennfahren Geld bekommen. Und dann war auf einmal der Druck da. Dann hast du auf einmal gemerkt, okay, jetzt muss ich auch liefern. Ja. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich habe jetzt hier schlechtes Material. Wenn die Eltern ihre Lebensversicherung auflösen, ist egal. Beim Porsche muss geliefert werden. Ja, aber das ist so, jetzt hast du halt, jetzt musst du performen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Du hast das beste Auto, das ist top vorbereitet. Jetzt musst du liefern. Und das war am Anfang auch schwer. Dann diesen Schalter umzulegen, dann dieses, okay, jetzt ist eine andere Situation. Aber war cool. Es ist schon, eigentlich finde ich verrückt, dass du also die ganze Zeit Formel gefahren bist und dann ausgerechnet für Tourenwagen entdeckt wirst, wo man ja eigentlich sagen könnte, Bertram Schäfer oder was weiß ich, die ganzen Namen, die du eben genannt hast, Klaus Treller und so, die haben das ja auch gesehen, dass du mit unterlegenem Material eigentlich gut warst und die hätten das ja auch anders einordnen können, theoretisch. Das haben sie ja wahrscheinlich, aber du musst halt trotzdem Geld mitbringen. Du musst halt Geld mitbringen. Ja. Und das ist halt der große Unterschied, wenn du halt dann irgendwie 850.000 Mark mitbringen musst für ein Formel 3 für eine Saison, ja, und dann, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Die dann noch ausbaufähig ist mit Winterserie, England oder sonst irgendwas. Ja, klar. Also das ist ja nicht das Ende. War das mal Ausland-Thema, dass man irgendwo im Ausland fährt oder was, Osteuropa oder England überhaupt oder Italien oder so, irgendeine Serie? Ja, aber das war preislich ja gleich. Ja, das war eher teurer noch und deswegen, das war, du hast ja immer geguckt, was kannst du dir irgendwie einigermaßen leisten. Aber da war Ausland haben wir nie auf dem Schirm gehabt. Gar nicht. 0. Hast du eigentlich bis dahin mal irgendwelche schweren Unfälle gehabt, wo du gesagt hast, ich muss mein Material schonen und irgendwann ist es mal daneben gegangen oder so? Ja, da gab's schon ein das war im Flugplatzrennen, da habe ich überschlagen, also beim Zweikampf so Räder verhakt, Formelauto und dann war das Ding halt komplett zerstört. Und da hat uns halt, wie gesagt, auch wieder jemand geholfen, das Ding aufzubauen und komm, ich helfe euch und dann haben wir das wieder mit Gebrauchteilen und wieder laminiert und weißt du, so Zeug haben wir halt dann da gemacht und dann sind wir dann doch wieder irgendwann mal am Start gewesen und dann kam es wieder eine Möglichkeit und immer ging irgendwo dann wieder eine kleine Tür auf und die war klein, aber da bist du halt dann durchgelatscht irgendwie und hast gedacht, okay, jetzt geht's halt dann doch wieder weiter und auch in so einer, vielleicht auch so ein bisschen in so einer, also voll blauäugig teilweise halt, wo du halt denkst, okay, im Nachhinein, das war total bescheuert, weil das hätte auch echt schief gehen können, so richtig schief gehen können. Ja, auch für ihn, ja, finanziell halt auch, absolutes Desaster. Ja, denke ich auch die ganze Zeit. Ne? Also vor allem muss man erstmal eine Familie finden oder eine Frau, die auf so viel verzichtet eigentlich. Hast du noch Geschwister? Nee. Nee, okay, nee. Das ist dann schon also du wärst mit Sicherheit nicht gegangen. Nee, 100%. Wahrscheinlich nicht, genau. 100% nicht. So, aber trotzdem, also auch auf Urlaub verzichten und so, das klingt ja wirklich schon so nach alles auf eine Karte setzen. Ja. Und diesen Traum, den man vielleicht mal selber hatte als Vater, dem Sohn dann überstülpen. Ja, und das gab so groteske Situationen, dass wir mit einem Team LKW, wir haben uns dann irgendwann mal in ein Team eingekauft. Da kamen aber auch die Versprechungen, die gemacht worden sind natürlich nicht gemacht worden. Wir mussten dann immer wieder das nachschießen, dass es überhaupt ein bisschen umgeht. Kamen dann vom Finallauf und sind eigentlich mitten in Spanien gestanden im LKW. Ich bin im LKW selber gefahren. Team-LKW, Druckenmüller. Ralf Druckenmüller. Ja, war mit dabei. Das war Trucky und auch Schrauber beim Mann. Mechaniker, Ingenieur, alles. Fahrercoach. Ganz eine coole Type. Ja. Und dann sind wir praktisch nonstop erstmal runtergefahren nach Estoril. LKWs kann halt auch nur machen, dass einer schläft, einer fährt. Und dann haben wir immer durchgewechselt. Also der LKW ist nie gestanden. Das geht ja heute fahrertechnisch, glaube ich, mit der Karte auch nicht mehr. Also nonstop runter und dann zurück und dann der Teamchef hat gesagt, also gut, fahrt nach Hause, ihr müsst gucken, wie ihr nach Hause kommt, ich habe kein Geld mehr.
Und du musst dem VW-Busfahrer noch Geld geben. Das war auch ein anderer Mechaniker, dass der mit seinem VW-Bus nach Hause kommt. Mit dem nur Geld geben. Und irgendwo unterwegs haben wir noch irgendwo mit der Kreditkarte irgendwo Geld abgehoben, dass wir dann bis kurz nach deutsche Grenze gekommen sind. Und da haben wir mit 150 Mark nochmal getankt, dass man praktisch dann nach Stuttgart und Ulm kommt. Und dann war Sense, dann war das Konto Ebbe und das gibt's ja die Jungs haben eigentlich die Fingernägel abgebissen, weil die Mechaniker sind im Schlafabteil sind die mitgefahren, alles illegal. Die lagen hinten im Auflieger. Weißt du, das kannst du ja auch nicht mehr. Das ist wirklich völlig bescheuert. Komplett irre eigentlich. Ja. Komplett irre. Aber das ist halt Motorsport. Das war damals so und du hast das halt aus Leidenschaft gemacht, weil du es unbedingt wolltest. Und er hatte die Leidenschaft, ich hatte die Leidenschaft und die Menschen drumherum auch. Und das ist einfach halt die Szene. Das sind einfach die Leute, die... Das Verrückte ist, ich meine, du weißt ja, wenn Podcast heißt alte Schule und da werden auch Leute sagen, oh, der Marc Lieb, der ist doch eigentlich viel zu jung, aber ihr verkörpert genau das, was man immer aus den 50er oder 60er Jahren von einem Kurt Ahrens oder sowas hört. Na gut, der hatte nun Geld genug, aber so, das sind für mich genau die gleichen Geschichten. Ja. Ne? Also dieses Selbstschrauben, dieses Fahren im Auflieger und so, das verortet man in einer ganz anderen Dekade eigentlich und nicht mehr in den 90ern oder in den 90ern. Das finde ich aber sensationell, das ist bei euch genau so. Ich glaube, wir waren auch einer der wenigen in den 90ern, die das noch so gemacht haben. Ja. Tatsächlich, ja. Das waren nicht viele, die es so gemacht haben. Es gibt immer noch so ein paar Beispiele, das teilweise noch, dass du solche Typen hast, die das machen, auf die Art und Weise, aber es wird halt immer weniger. Ja, klar. Immer weniger. Und wenn man das heute sieht, auch wirklich in den unteren Ligen, nimm mal Kartmeisterschaft, die zahlen 200.000 oder was für eine Saison inzwischen so halbwegs, die fahren da auch vor mit 5 Karts und Aufliegern und klar. Die Junioren werden mit dem Hubschrauber eingeführt. Ja, aber dann fährst du halt... Das Wettchassis ist schon vorbereitet für Wett, da wird nicht mehr umgeschraubt. Genau, ja, so zum Beispiel. Ne? Als wir das ist alles so Lance Stroll-Niveau, ne, eigentlich. Ja, genau, als wir dann WEC-Finale hatten, 2015 war parallele Kart-WM in Bahrain. Das war dann auch mal rüber. Habe ich dann einen alten Kollegen noch getroffen, mit dem ich früher Kart gefahren bin, der sein eigenes Kart-Team hat. Thomas Braumüller, eines der besten Kart-Teams jetzt mittlerweile in Deutschland, also auch europaweit, auch mit dabei. Und dann habe ich den da getroffen und dann sagte er, das kannst du nicht mehr vorstellen, wie wir früher Kart gefahren sind. Sagt er, heutzutage sitzen wir hier in Bahrain und fliegen das Zeug ein und das ist einfach eine ganz andere. Und es geht um Kartfahren. Ne? Also für mich immer das beste Beispiel, man kann kaum Sponsorenaufkleber auf die Seitenkästen dranbringen. Also eigentlich ist das ja fast... Ja, das nur Geldvernichtung. Das ist eigentlich so, da wird Familiengeld vernichtet. Definitiv. Ja. Aber wie ihr das erzählt und dass du noch diese andere Zeit erlebt hast. Ja, das ist echt cool. Muss ich echt sagen. Das Schöne war ja auch später noch zu meiner Profizeit bei Porsche, hatte ich ja auch noch so einen Teil, so während dem Studium, wo ich dann Le Mans-Serie gefahren bin bei Proton und das war für mich auch so eine schöne Zeit, weil das war so alt. Mhm. Wir hatten Norbert Singer als Ingenieur mit dabei. Ja. Und das war während meinem Studium und dann sitzt du halt mit Norbert Singer abends bei so einem kleineren Kundenteam, damals noch, Proton, sitzt du halt im Catering, der trinkt halt ein Glas Rotwein, trinkst du ein Glas Rotwein mit und er erzählt dir alte Geschichten von der Gruppe C und vom 917 und was halt wichtig ist und was für ihn wichtig war und wie sie das damals gemacht haben und da sitzt du da und viel, wenn du deinen Podcast anhörst, aber wenn du dann mit dem an dem Tisch sitzt, mit dem Norbert Singer und dem zuhören kannst und dann steht er an der Box und macht für dich die Strategie im Rennen. Das ist sensationell. Der große Norbert Singer. Und ich bin mit ihm durchs Museum gelaufen und er stand da vor dem 919 und du hast richtig gesehen, wie er so nachdenklich drauf gesagt hat, das sind mir viel zu viele Sensoren, da könnte ich gar nicht mehr. Natürlich würde er sich da auch reindenken können. Ja, klar, natürlich. Wieder untertrieben, aber trotzdem, also er sagt, das ist unglaublich, wie sich die Zeiten verändert haben und 919 kommen wir ja auch noch drauf. Aber das ist natürlich eine Bandbreite, die du erlebt hast, die Wahnsinn ist. Ne? Was ich dich noch fragen wollte, HP, du hast jetzt bei TechArt, bei Gemballa, bei Ruf, alles Tuner, die nie irgendwas mit Motorsport gemacht haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber außer Tuner Grand Prix, glaube ich, war da nichts, oder? Das ist richtig. War das mal für dich so ein Gedanke, dass du gesagt hast, vielleicht gehe ich einfach mal zu einem Rennteam und bringe da mal ein bisschen ein und kann da vielleicht auch meinen Sohn mitbringen oder so? Oder hast du mal versucht, die zu überreden, dass sie vielleicht auch mal im Motorsport irgendwas machen? Natürlich hat man das versucht. Der Alois Ruf war eigentlich immer strikt gegen das Rennen, weil natürlich auch er hat da immer recht gehabt. Die besten Leute hauen Mittwoch, Donnerstags ab, kommen montags, dienstags mit langen Augen wieder. Das reimt sich nicht. Das war für ihn nicht schlüssig. Also, er hat ja mal, also wo ich angefangen habe, hat man teilweise noch, da hatten sie 935. Haben sie den betreut. Da gab es einen Mechaniker, der hat einen 935 betreut. Das weiß ich nicht mehr. Bei Ruf?
Ja, wie der Kunde hieß, das war ein CTR-Kunde. Mir fällt der Name nicht ein. Und da sind die dann mit dem 935er zu diversen Dingen noch gefahren. Und so. Aber das war nie aber nicht wirklich als Einsatzteam. Das war, Ja. Und beim Gemballa war es nie ein Thema. Bei Techart schon. Wo ich dann wieder zurückgegangen bin ins Allgäu, da habe ich noch ein Cup-Auto aufgebaut für den Clubsport. Da gab es einen Kunde, der wollte da einsteigen. Also da habe ich noch ein bisschen akquiriert für Messstationen und von der Logistik her. Und die hatten ja auch einen Sattelauflieger, der dann die Autos transportiert hat. Und den haben wir umgebaut, also mit Reifen. Man hat auch den Clubsport betreut. Okay. Im letzten Jahr, wo ich bei Techart war. Also aufgrund von der Tuner Grand Prix Geschichte hat man darauf basiert und man ist dann auch in der Weltgeschichte europaweit ein bisschen bis Mugello runter und so und hat da praktisch so einfach die Kunden kommen, Reifen umbauen und sich ein bisschen betreuen lassen und dann die Nachfolge war, dass man einen Mann hatte, der komplett einsteigen wollte. Aber dann bin ich dann wieder zurück ins Allgäu. Hing das mit dem Vertrag von Marc zusammen, dass der Alois Ruf gesagt hat, jetzt hat er einen Vertrag, jetzt nervt der Vater nicht mehr mit seinen Donnerstagsfreifahrten? Oder warum bist du zurück? Ich weiß nicht, ich glaube, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Da gab es dann auch einen Werkstattmeister, der Hans Lampert von Ruf, und der kam irgendwann mal an abends und hat uns besucht. Nee, andersrum. Er hat mich angerufen und hat gesagt, du musst wieder kommen. Ja, genau. Hier geht alles drunter und drüber. Du musst wieder kommen. Okay. Und dann sage ich, bevor ich ins Allgäu komme, musst du erst mal nach Stuttgart kommen. Und dann sind sie irgendwann mal da gestanden, sind am Küchentisch gekommen und haben Tränen in den Augen gehabt. HP, du musst wieder kommen, es geht gar nichts mehr und das ist alles schlimm. Und dann habe ich gesagt, ich hab keine Not. Nein, ich habe ein tolles Verhältnis zum Thomas Behringer, ich habe einen tollen Job. Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die Umgebung. Der Verkehr abends da im Stau zu stehen an der roten Ampel. Weil im Allgäu gab es keine rote Ampel, da gab es nur feuerfrei. Ja, und dann natürlich mit erschwerend dazu, nicht erschwerend, Marc ist versorgt. Man hat da eine Halle gehabt mit Teilen und Zeug und alles. Und brauchen wir nicht mehr. Ja. Und dann ist das so, irgendwo hat man sich dann überlegt und gesagt, ja, Allgäu ist eigentlich viel schöner von der Landschaft her. Und wenn die das unbedingt wollen, und dann habe ich gesagt, dann muss mir der Alois Ruf noch anrufen und dann müssen wir ein bisschen über Geld reden und alles. Und das hat er alles wieder erwartend hat es alles harmoniert. Dann konnte ich eigentlich nicht mehr Nein sagen. Und und dann bin ich wieder zurück ins Allgäu, weil das ist eine andere Lebensqualität da oben. Ja. Ja. Also wenn du mal Lust hast, besuch mich mal. Ja, lieben gerne. Also ich war ja schon bei Ruf und durfte mit seinem Anniversary. 2017. Hat er mich einmal auf seiner Teststrecke mitgenommen. Dann habe ich kurz 260 drauf. Ich sage jetzt nicht wo. Es war keine Autobahnschild zu sehen. Da gibt es tolle Geschichten. Da gab es sogar letztes Mal noch eine Zeitungsannonce vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Porsche-Fahrer mit 240 geblitzt und so. Also das... Was ist das? Nee. Ja, natürlich. Haben da elendlange gerade zum Hof aus und feuerfrei. Die trauen sich auf eurer Strecke Blitze aufzubauen, die Schweine. Unfassbar. Unfassbar. Auf alle Fälle, ich habe zum Lehrling gesagt, komm, wir fahren mal 300. Ja. Und von der Probefahrt kommen und dann haben wir ein bisschen gesprochen und dann habe ich gesagt, also komm, wir fahren mal 300 zum Hof raus. Durchgeladen, schau, 300, Blitz. Kannst du ja nicht mehr. Also es ist einfach verrückt. Es ist einfach verrückt. Das ist so Sache, Auto versteckt, bist du heute eingesperrt. Auto versteckt. Und ich habe gesagt, nee, ich weiß nicht. Also, ja, mit dem Auto, ich bin schon gefahren, aber ich fahre immer vorschriftsmäßig. Es verlief im Sande, die haben alle versucht, richterliche Anhörung von den Mitarbeitern und was weiß ich, haben alle dicht gehalten. Und es ging. Mittlerweile kannst du darüber reden, weil es ist verjährt. Absolut. Ich wollte gerade fragen. Das war jetzt nicht letztes Jahr, Gott sei Dank. Das muss dazu sein. Nein, keine Ahnung. Das war Anfang der 90er. Und irgendwann kam dann wirklich in der Unterallgäuer Rundschau kam dann, was vor 30 Jahren geschah. Und da kamen dann Porsche-Fahrer mit 240 Blitz. Und ich habe es gesehen und habe dann noch abgeblitzt. Ja, aber du wusstest, das Bild ist verwischt. Ich bin dann auf die linke Seite auch noch rüber und so. Aber sie hatten das Kennzeichen alles. Walter Röll hat ihn angestellt und sich von der Seite fotografiert ohne Kennzeichen. Ja. Quer drüber. Ja. Welche Autos sind die besten? Kann man das sagen? Gemballa, Techart, Ruf? Nein.
Das wäre jetzt gemein, oder? Das ist, glaube ich, ziemlich gemein. Ja, das wär Abendfilm. Marc sagt, die Originalen sind die besten. Also Sowieso. Jeder hat seinen Booster. Ich habe überall was gelernt. Ich habe überall was mitgenommen und möchte nichts missen. Und bin immer gut, mit alle gut gewesen, alles gut. Ja, das glaube ich. Bist du die ganzen Wagen auch gefahren, immer auch noch als Porsche Junior und hast hin und wieder mal Sachen mit abgestimmt oder so? Nee, tatsächlich nicht. Da gab es schon ein bisschen, da war auch die Rechtsabteilung damals von Porsche ziemlich strikt und also auch so Tech als Sponsor, als Personal Sponsor, da wären die mir komplett aufs Dach gestiegen. Also das ging gar nicht. Und da gab es dann auch so Thema Tuner Grand Prix, gab es dann auch mal die Anfrage, kannst du nicht für uns einen Tuner Grand Prix fahren und so weiter, aber ich wusste die Antwort schon, aber ich habe gesagt, kann ich das vielleicht machen? Nee, auf gar keinen Fall. Ist das so? Also Porsche damals war das ganz, ganz krass. Also zu der Zeit noch so um die Jahrtausendwende war das Thema Tuning negativ behaftet bei Porsche. Wenn man das heute so sieht, was wir heutzutage für Kooperationen haben dass wir das auch akzeptieren. Also wenn du das heute anschaust mit Social Media, die Tuner haben eine ganz andere Akzeptanz, weil es ja auch einfach auch Teil der Geschichte sind und auch Teil der Heritage sind, wird es, sagen wir mal, geduldet. Und damals wurde schon so, die nehmen uns ja aber eigentlich die Kunden weg. Und das ist ja eigentlich, was sie da machen, die verschandeln die Autos so ein bisschen. Eigentlich nehmen sie ja nichts weg, weil sie kaufen ja erstmal einen Porsche. Sie kaufen erstmal einen Porsche, ganz genau. Aber das war damals so das Mindset im Unternehmen. Und wenn du damit mit Tuning da rumgemacht hast, das war nicht so easy. Nee, und da haben die Tuner teilweise, oder nicht nur die Tuner, aber die ganzen freien Werkstätten, die haben teilweise richtig bitterbös Lehrgeld bezahlt. Wenn da die Rechtsabteilung aufgeschlagen ist und so. Ja. Und ich weiß, Thomas Beng hat mal Blöcke und alles machen lassen, Tuning vor Porsche, das hat er alles einstampfen müssen. Das ganze Merchandising und alle Tassen. Und die sind gekommen und haben geschaut, ob da eine Tasse im Showroom steht und die hat dann 12.000 € Strafe gekostet. Und so. Das war schon, da haben sie Jagd gemacht. Da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich selbst Mercedes eher noch mit Tunern verbinde. Also zum Beispiel Bravos, mit denen ich auch manchmal so ein bisschen was gemacht habe. Also Mercedes, den Smarts, die haben zusammen eine Firma gehabt, die haben da irgendwelche Maybach-Versionen oder irgendwelche schusssicheren Sachen oder verlängerte Versionen bauen lassen. Eigentlich bei den bösen Tunern. Ja, so. Aber ich glaube, das ist so Porsche, weil war immer eine andere Philosophie. Aber auch die Marke halt so stark ist und so, dass man da versucht hat, einfach die Marke auch zu schützen. Ja, das war so der Grund. Wie gesagt, das war damals immer ein bisschen schwierig dann. Die Anfrage war relativ schnell beantwortet. Also gut, aber Sie haben kein Problem mit deinem Vater insgesamt gehabt? Nee, gar nicht. Das war dann okay. Nee, wir haben ihn ja auch dann immer mitgenommen, da gab es dann immer so Fußballspiele. Wir haben dann irgendwie die Formel-1-Organisation gegen die Supercup-Organisation gekickt. Dann haben wir ihn immer eingeladen, weil er ein sehr, sehr guter Torhüter war früher. Aha. Und dann haben wir ihn da mal eingekauft. Und dann kam er immer und hat uns ausgeholfen. Das war dann auch, deswegen, er war geduldet. Doch manchmal noch Team Porsche. Ja. So, und wie war jetzt das Leben also du hast nebenbei, also Zivildienst hast du gemacht, das hast du eben kurz angedeutet. Also du bist hingekommen mit einem schätterigen alten, was war das? Fiat Regatta. Und dann stand irgendwann ein Boxster vor der Tür. Ja. Aber es reicht trotzdem nicht, also du bist als Porsche Junior, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Fulltime-Job oder muss man noch was nebenbei arbeiten oder einfach bei den Eltern wohnen? Ja, ich glaube, das Modell, wenn du bei den Eltern gewohnt hast, war glaube ich, ganz gut. Also das hat, glaube ich, funktioniert. Aber ich habe dann in meinem letzten Juniorjahr hatte ich dann eine eigene Wohnung, aber das war wirklich so eine kleine Bude und hat es so gereicht. Ja. Da kommst du so über die Runden. Und da war ja aber ganz klar so der Wunsch halt irgendwie Werksfahrer zu werden. Und damals gab es 4 Werksfahrer oder sowas. Da gab es ja kaum Werksfahrer. Das war ja in meiner Juniorzeit, da gab es noch einen Bob Wollek. Und das mit ihm zum Beispiel dann auch einen Fitnesstest zu machen, einen Fitnesscheck dann gemeinsam mit ihm zu machen, das war ja schon das Größte für uns damals. Das ist einfach irre, absolut irre. Das glaube ich. Also damals, als ich angefangen habe, 2000 gab es Dirk Müller, Lukas Luhr, Bob Wollek, das waren die 3 Werksfahrer bei Porsche. Und dann gab es noch, dann ein Jahr später, dann gab es dann den Christian Menzel, der war ein Jahr lang Werksfahrer und dann in den USA Randy Pobst. Das war's dann. Und dann 2002 bin ich dann in die Meisterschaft gefahren im Junior-Team, Carrera Cup. Und da war dann klar, also die Gespräche waren gut und damals auch mit Herbert Ampferer, Motorsportchef, dann gesagt, ja, das sieht gut aus und wir können dich dann wahrscheinlich dann als Werksfahrer engagieren. Das war dann schon echt gutes Geld für das, was wir damals fahren mussten. Das war dann schon echt einfach eine Dimension, wo du denkst, wow, krass.
Also das ist wirklich heftig. Also das ist wirklich so eine Dimension erreicht, wo du dir denkst, wow, das ist irgendwie, jetzt bist du Porsche-Werksfahrer. Da hast du irgendwie geträumt davon, Profifahrer zu werden oder Profirennfahrer, von der Formel 1 geträumt, von Le Mans geträumt und jetzt bist du Porsche-Werksfahrer. Damals hat man ja auch kein Programm. Also das Einzige, was du halt machen konntest damals, war Kundensport. Es gab kein Werksprogramm. Es gab kein einziges Werksprojekt, sondern der Kundensport hat die Kundenfahrzeuge verkauft. Damals die 996 GT3R und RS und dann RSR. Das waren so die GT-Fahrzeuge damals. Und das war noch Jürgen Barth, oder? Ja, der die Kundenautos verkauft hat. Genau, also zu Beginn noch Jürgen Barth, ja, richtig. Dann war es Hartmut Christen. Ja. Und der hat die Autos verkauft. Der hat dann haben sie so Programme gestrickt in Amerika mit Alex Job Racing. Ja. Und dann weiß ich noch, als ich dann Werksfahrer wurde, 2003, gab es in Europa kein Programm. Das hat er mir mal erzählt. Das war die Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, Jürgen Barth. Ja. Und da habe ich gesagt, und cool. Und Porsche sagte, wir machen ja nichts. So, und dann habe ich gesagt, aber wieso? Sagte nur, ich verkaufe ein paar Rennautos an private Rennstalle. Genau das, was du gesagt hast. Genau, das war wirklich und es gab ja nichts. Aber es war ja auch Vanity Wiedeking, der nicht so Bock auf Rennsport hatte, weil er das als Geldvernichtung erachtet hat und erstmal die Firma auf Kurs bringen musste. Ja, richtig. Ich meine, der war dann 98. Das hat natürlich schon, glaube ich, damals viel Geld gekostet, so das GT1-Projekt. Und dann gab es den LMP 2000, was einfach ein absolut geiles Auto ist, wenn du davor stehst. Das ist so ein cooles, also ein schöner Prototyp einfach, den der Norbert Singer ja auch noch aerodynamisch gemacht hat. Und so ein wunderschönes Auto. Leider nur, glaube ich, 70, 80 Kilometer in Weissach gefahren mit Alan McNish und Bob Wollek. Und dann wurde das Ding ja Programm eingestampft. Und das war ja gerade im Prinzip das Projekt erledigt. Und ich kam zu Porsche als Junior. Und da war nicht klar, was passiert und wie es sich entwickelt. Und dann war immer wieder der Wunsch da, dass man Le Mans Gesamtsieg mal wieder ein Auto baut oder ein Prototyp baut. Aber das war unter Wiedeking undenkbar, weil er es einfach, so wie du gesagt hast, als Geldvernichtungsmaschine gesehen hat. Und wir haben dann immer so, dass die Motorsportabteilung, das war ja auch das Coole damals, man hat wirklich ohne Geld versucht, irgendwie coole Projekte zu machen. Also dann zu gucken, okay, wie kann man 24 Stunden drin Nürburgring gewinnen? Ohne Geld. Wie kann man das machen? Oder wie kann man 24 Stunden Spar gewinnen? Wie kann man FIA GT? Wie kann man ALMS machen? Und das war so die Zeit. Da bist du dann bei einem Kundenteam gefahren, teilweise dann halt mit einem Kunde zusammen auf dem Auto oder wenn du Glück hattest, mit dem zweiten Werksfahrer. Und das war aber auch so eine, ja, ich würde mal sagen, recht unbeschwerte Zeit. Das war so, der Konkurrenzdruck war jetzt nicht so riesig. Also keine Ahnung, FIA GT 2003, die haben wir gewonnen. Mein Teamkollege Stefan Ortelli bei Freisinger Motorsport. Freisinger, wollte ich gerade sagen. Was ja auch schon einfach so ein Kultteam ist und ja eigentlich auch so ein Familienteam war und auch alles selber gemacht haben mit einer kleinen Imbiss-Pommesbude fürs Team-Catering und so weiter, in den günstigsten Hotels übernachtet und so. Das war auch immer Abenteuer. Und das war einfach cool. Und dafür dann das miterleben zu dürfen, dafür einfach Rennen fahren zu dürfen, für Porsche den Titel zu haben, Werksfahrer, war das einfach geil damals, muss man schon sagen. Das war eine richtig coole Zeit. Aber klar, du hattest immer gehofft, hoffentlich geht es irgendwann mal wieder Richtung Le Mans oder gibt es ein cooles Projekt. Und hat aber noch ein bisschen gedauert. Das waren meine Gäste für heute, HP und Marc Lieb. Und auch jetzt als Werksfahrer war die Karriere ganz sicher kein Kinderspiel. Im Gegenteil, dass er eines Tages im Porsche 919 als Gesamtsieger die Heimreise aus Le Mans antreten würde, das war alles andere als ausgemacht. Wie er sich dadurch gebissen hat und was von ihm bei diesem 919-Projekt alles abverlangt wurde, das und vieles mehr hört ihr in der nächsten Woche. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de